Wir singen zur Einstimmung bei der Nummer 439. Christus ist erstanden. 439, Strophe 1, 2 und 3. Christus ist erstanden und Halleluja, Christus
ist erstanden. Ihr Klang mit wunderbaren Streit. Das Leben ist Ewigkeit. Der Christus Leben, Jesus ist. Halleluja, Halleluja. Christus ist erstanden. O Magdalena, kühn uns an. Was staunen deine Augen sehen? Ich sah das Grab vom Tod befreit und des Erstandenen Herrlichkeit. Halleluja, Halleluja. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden, Halleluja. Sein ist die Macht und die Herrlichkeit in Ewigkeit, Halleluja. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade und der Friede des auferstandenen Jesus Christus sei mit euch. Und mit deinem Geiste. So begrüßen wir alle ganz herzlich hier in der Pfarrkirche die paar wenige Leute und Sie da daheim, wo wir Livestream mit uns zu Villmergen verbunden sind, zu dieser heiligen Messe am heutigen Osterfest. Ostern, das wichtigste Fest vom Kirchenjahr, die Auferstehung von Jesus Christus. Gott, der Mensch geworden ist, um alles auf sich zu nehmen, um uns zu erlösen, er hat den Tod und das Böse besiegt. Gerade in der jetzigen Zeit, wo wir auch nicht miteinander gemeinsam physisch verbunden sein und die Heilige Messe feiern, ist es umso wichtiger, dass wir dafür geistig miteinander verbunden sind. So wenn wir die Heilige Messe ganz besonders für unsere Pfarrei feiern, aber auch für alle Menschen, die da mit uns verbunden sind. Wir wollen jetzt am Anfang Gottes Erbarmen anrufen und unsere Schuld vor Gott bekennen. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Und darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Zum Gloria singen wir im Kirchengesangbuch Nummer 83.
Ehre, Ehre sei Gott in der Höhe, Friede den Menschen der göttlichen Huld. Ehre, Ehre sei Gott in der Höhe, dank seinem Sohn, der gesühnt unsere Schuld. Lobt ihn und preist ihn, der unter uns wohnt, der über alle in Herrlichkeit thront. Ehre sei Gott in der Höhe. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, am heutigen Tag hast du durch deinen Sohn den Tod besiegt und uns den Zugang zum ewigen Leben erschlossen. Darum begehen wir in Freude das Fest deiner Auferstehung. Schaffe uns neu durch deinen Geist, damit auch wir auferstehen und im Licht des Lebens wandeln. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen begann Petrus zu reden und sagte: Ihr wisst, was im ganzen Land der Juden geschehen ist, angefangen in Galiläa, nach der Taufe, die Johannes verkündet hat, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat, mit dem Heiligen Geist und mit Kraft, wie dieser umherzog, Gutes tat und alle heilte, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen für alles, was er im Land der Juden und in Jerusalem getan hat. Ihn haben sie an den Pfahl gehängt und getötet. Gott aber hat ihn am 3. Tag auferweckt und hat ihn erscheinen lassen, zwar nicht dem ganzen Volk, wohl aber den von Gott vorherbestimmten Zeugen, uns, die wir mit ihm nach seiner Auferstehung von den Toten gegessen und getrunken haben. Und er hat uns geboten, dem Volk zu verkünden und zu bezeugen. Dieser ist der von Gott eingesetzte Richter der Lebenden und der Toten. Von ihm bezeugen alle Propheten, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen die Vergebung der Sünden empfängt. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Der Kehrvers zum Psalm singen wir bei Nummer 626. Danket dem Herrn, er ist gütig,
gütig. Halleluja. Danket dem Herrn, denn ist gütig, denn seine Huld wird ewig. So soll Israel sagen, denn seine Huld wird ewig. Danket dem Herrn, ist gütig. Halleluja. Die Rechte des Herrn ist erhoben, die Rechte des Herrn wirkt mit Macht. Ich werde nicht sterben, sondern leben, um die Taten des Herrn zu verkünden. Danket dem Herrn, ist gütig. Halleluja. Der Stein, den die Bauleute verwarfen, ist zum Eckstein geworden. Das hat der Herr vollbracht. Vor unseren Augen geschah dieses Wunder. Danket dem Herrn, ist gütig. Halleluja. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Kolosse. Schwestern und Brüder, seid ihr nun mit Christus auferweckt, so strebt nach dem, was oben ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt. Richtet euren Sinn auf das, was oben ist, nicht auf das Irdische. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Wenn Christus, unser Leben, offenbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Es wird die Ostersequenz gesungen. Singt das Lob dem Osterlaben, bringt es ihm dar, ihr Christen. Das Lob erlöst die Schöpfer, Christus, der ohne Schuld war, versöhnte die Sünder mit dem Vater. Tod und Leben die Kräfte, unbegreiflichen Zweikampf des Lebensfürsten starb, herrscht nun lebend. Maria Magdalena, sag uns, was du gesehen, sah Engel in dem Grabe, die Binden und das Linnen. Das Grab besetzt sah ich offen, und Christus von Gottes Glanz umflossen. Er lebt, der Herr
Sie sah den Herrn, den Auferstandenen. Ja, der Herr ist auferstanden, ist wahrhaft erstanden, o Siegerföte, Erbarmen. Halleluja, 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 Halleluja. Unser Paschalamm ist geopfert, Christus. So lasst uns das Festmahl feiern im Herrn. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen: Man hat den Herrn aus dem Grab weggenommen, und wir wissen nicht, wohin man ihn gelegt hat. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab. Sie liefen beide zusammen dorthin, aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging aber nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Kopf Jesu gelegen hatte. Es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der zuerst an das Grab gekommen war, hinein. Er sah und glaubte, denn sie wussten noch nicht aus der Schrift, dass er von den Toten auferstehen musste. Dann kehrten die Jünger wieder nach Hause zurück.
Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Während sie weinte, beugte sie sich in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Die Engel sagten zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen: Man hat meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wohin man ihn gelegt hat. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus da stehen. Sie wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast. Dann will ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr: Maria. Da wandte sie sich ihm zu und sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabbuni, das heißt Meister. Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala ging zu den Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie richtete aus, was er ihr gesagt hatte. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Liebe Gläubige, die hier mit uns in der Pfarrkirche Villmergen verbunden sind, liebe Anwesende. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaft auferstanden. Das ist der rote Faden, der Kern von unserer christlichen Botschaft. Jedes Jahr an Ostern erklingt sie wieder neu und wird in unser Herz eindringen, dass wir diese Botschaft wirklich auch verstehen, was es heisst, sie im Alltag umzusetzen und so können eben als Jünger von Jesus Christus ihm nachfolgen. Die Auferstehung von Jesus Christus ist das Ereignis schlechthin. Der Sonntag, der Tag des Herrn, hat seinen Status weg der Auferstehung. Jeden Sonntag sind wir eingeladen, miteinander Eucharistie zu feiern. Die heilige Messe. Das ist das Vermächtnis, Tod und Auferstehung von Jesus Christus, das er uns gegeben hat, damit jeder von uns die Möglichkeit hat, da live direkt dabei zu sein. Das Evangelium, das wir gehört haben, ist sehr eindrücklich. Zum einen haben wir die Maria Magdalena, die das leere Grab entdeckt und dann zu den Aposteln eilt
zum Johannes und dem Petrus, und die beiden gehen prüfen. Und jetzt ist da ein Detail genannt, wo man sehr oft übersieht, wo aber ganz entscheidend ist, dass eben die Auferstehung von Jesus wirklich real ist. Nämlich, das ist das Leinentuch, wo schön zusammengefaltet an einer separaten Stelle deponiert worden ist. Wenn nämlich Jesus, wie gewisse eben behauptet haben, gar nicht auferstanden ist, sondern wenn man seinen Leichnam aus dem Grab gestohlen hat, dann wäre das Leinentuch ganz sicher nicht noch schön zusammengefaltet worden und dort hingelegt worden, wo sein Kopf gesehen ist. Aber genau das unscheinbare Leinentuch verweist so eben auf die Echtheit auch von dieser Auferstehung. Und dann natürlich das Zeugnis von den ersten Aposteln, von der Maria Magdalena, wo der auferstandene Jesus Christus haben dürfen erfahren. Die Maria Magdalena ist nachher allein am Grab zurückgeblieben. Die Apostel, so schreibt es der Johannes, er glaubte, er hat verstanden, er hat sich erinnert an das, was Jesus gesagt hat, nämlich, dass nach 3 Tagen der Menschensohn wird auferstehen. Und so ist er gegangen, zurückgeblieben ist die traurige, betrübte Maria Magdalena. Sie sieht jetzt die Engel und realisiert aber nicht, was sie da sieht. Sie ist nur mit sich selber beschäftigt, auf ihre eigene Sorge. Wo ist jetzt der Herr? Man hat ihn weggenommen. Wo ist er? Es geht sogar so weit, dass sie nicht einmal Jesus erkennt, obwohl sie mit ihm redet. Sie meint nämlich, es sei der Gärtner. Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast, damit ich ihn suchen gehen kann und ihn kann holen. Wie oft ist es in unserem Leben so, dass wir auf irgendetwas fokussiert sind, verbissen sind und nachher den wahren Wert und das Gute nicht mehr erkennen. Es mag erstaunlich sein, dass die Maria Magdalena, die Jesus so gern hat und nachher mit ihm redet, ihn nicht erkennt. Morgen, am Ostermontag, ist ein ähnliches Evangelium mit den Emmaus-Jüngern. Sie sind mit Jesus unterwegs, aber merken nicht, wer sie da vor sich haben. Vielleicht ist es in unserem Leben auch so, dass wir nicht mehr recht erkennen, was wir eigentlich Wertvolles haben. Vor allem aber, ich rede jetzt in Bezug auf den Glauben. Gerade in diesen Tagen und Wochen wird uns das vielleicht neu bewusst. Der Zugang zu den Sakramenten und zu der Heiligen Messe ist uns verwehrt. Und vielleicht werden wir gerade durch das uns wieder bewusster und inniger an Gott wenden. An Gott, der uns unendlich lieb hat und der das Beste für uns will. Für Gott, der uns so liebt, dass er ans Kreuz ist, um uns die Gotteskindschaft wieder zurückzugeben. So wie nach Karfreitag Ostern kommt, so kommt auf jede Schwierigkeit auch wieder Bestätigung, dass es doch irgendwie weitergeht. Vielleicht ganz anders, noch viel besser. Ostern ist der Neuanfang. Obwohl das Erlösungswerk Gottes an uns Menschen schon bei den Propheten im Alten Testament angekündigt worden ist, so ist es doch niemals klar gewesen, in welcher Art, dass Gott die Erlösung wird vollziehen, nämlich dass er selber Mensch wird, alles auf sich nimmt und stirbt und der Tod, der die Folge ist von der Sünde, besiegt durch seine Auferstehung. Für unser eigenes Leben, liebe Mitchristen, heisst das, dass wir das Licht, das Osterlicht von Jesus Christus, sollen auch in den Alltag heraustragen, unseren Mitmenschen weiterschenken. Gerade in diesen Tagen haben wir genug Gelegenheit, wenn wir vielleicht mehr
aufeinander hockt, als einem vielleicht dann lieb ist. Dass man genau in diesen Momenten, die vielleicht schwierig und herausfordernd sind, nicht einfach nach einem bestimmten Schema reagieren, sondern dass man genau in so einem Moment, wo es vielleicht subjektiv gesehen dunkel ist, den auferstandenen Jesus Christus im Blickfeld hat. Gott, der alles in der Hand hat. Und nichts, was passiert ohne, dass es Gott nicht im Mindesten einfach zulässt, weil er damit noch etwas Besseres machen kann. Liebe Mitchristen, Gott handelt ganz anders als uns Menschen. Und das soll uns Mut und Zuversicht geben, auch für unser eigenes Leben. Gott hat immer einen Weg parat für uns, ganz egal, wie verworren alles mag sein. Die Frage ist natürlich einfach, wie steht es mit unserem Glauben, mit unserem Vertrauen? Sind wir manchmal wie die Apostel auf dem stürmischen See, auf dem Schiff, wo Angst haben, obwohl Jesus bei ihnen ist? Er hat geschlafen, aber er ist da. Wo ist euer Glaube? Wieso habt ihr also Angst? Das hat der Papst Franziskus vor 2 Wochen bei seinem Gebet, wo er der Urbi et Orbi gespendet hat, ebenfalls gesagt. Der Glaube soll nicht nur eine Theorie sein, sondern wir sollen sie ganz konkret auf unsere Situation in unserem Leben anwenden. Unterstützt natürlich durch das Gebet, durch unsere Verbindung mit Gott und durch den Empfang von den Sakramenten, wo er an uns immer wieder handelt. In der Taufe, das haben wir gestern gehört, ist uns das göttliche Leben geschenkt worden. In der Beichte wird es wiederhergestellt. Und in der Heiligen Messe, in der Heiligen Kommunion wird es genährt, das göttliche Leben. Auch wenn die wichtigen Quellen im Moment für viele nicht so zugänglich sind, wie sie es gerne wettet, dann soll man doch die Schätze umso mehr wieder schätzen und selber durchs Intensivieren vom eigenen Gebetsleben und durchs Betrachten vom Wort Gottes seinen eigenen Teil auch dazu beitragen. Liebe Mitchristen, mögen Sie Ihr Herz weit auftun für die Liebe und die Freude vom auferstandenen Jesus Christus. Die Freude, die uns einen tiefen Frieden und eine tiefe Sicherheit, Zuversicht und Ruhe gibt im Herz. Amen. So können wir gemeinsam jetzt unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. In der Freude über die Osterbotschaft wollen wir unsere Anliegen vor den auferstandenen Herrn tragen und zu ihm rufen. Wir beten für die ganze Welt, dass das Licht und die Botschaft der Auferstehung zu allen Menschen gelange. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle, die traurig sind und die alleine sind.
Tröste sie durch deine Auferstehung und zeige ihnen, dass sie nicht alleine sind. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten besonders für jene, die in irgendeiner Form vom Coronavirus betroffen sind, sei es, weil sie selber erkrankt sind oder unter den weiteren Folgen zu leiden haben. Nicht vergessen wollen wir jene, welche durch ihren unermüdlichen Einsatz Tag und Nacht für die Kranken da sind. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für all jene, die durch das Sakrament der Taufe zu Kindern Gottes werden, dass sie gefestigt im Glauben vorwärts gehen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle Kinder in unserer Pfarrei, besonders für die 39 Mädchen und Buben, die in einer Woche eigentlich die erste heilige Kommunion empfangen dürften und nun aber noch ein paar Wochen länger warten müssen. Mach, dass sie dich immer mehr lieben und dich voller Sehnsucht erwarten. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für unsere 42 Sechstklässlerinnen und Sechstklässler in unserer Pfarrei, die am 16. Mai das Sakrament der Firmung empfangen dürfen, deren Durchführung aber alles andere als sicher ist. Stärke ihren Glauben an dich und dass sich auch da eine gute Lösung aufzeigt. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für unsere Pfarrei, für alle Menschen, besonders für die Familien. Lass sie immer dich im Mittelpunkt haben. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für jene Menschen, die schon verstorben sind. Herr, nimm sie auf bei dir und schenke ihnen das ewige Leben bei dir in deiner Herrlichkeit. Wir bitten dich, erhöre uns. Allmächtiger, ewiger Gott, durch deinen gekreuzigten Sohn, den du von den Toten auferweckt hast, bitten wir dich. Schenke uns österliche Freude und die unzerstörbare Hoffnung, dass auch wir einst teilhaben dürfen an der Auferstehung. Sei gepriesen in Ewigkeit. Amen. So werden wir jetzt Gaben bereiten. Sie sind eingeladen, auch in geistiger Art und Weise alle ihre Anliegen, ihre Wünsche und Sorgen auch da mit uns verbunden vor den Altar Gottes legen. Wir singen zu der Gabenbereitung das österliche Lied bei der Nummer 437. 437. So viele Strophen einfach wie nötig. Gelobt sei Gott im höchsten Thron, samt seinem eingeborenen Sohn, der für uns hat gelitten. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Des Morgens früh am dritten Tag, da noch der Stein am Grabe lag, erstand der
Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Der Herr nehme das Opfer an aus seiner Hand, zum Lobe und Ruhme seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Herr unser Gott, nimm die Gaben an, die wir in österlicher Freude darbringen, für das Opfer, durch das deine Kirche auf wunderbare Weise wiedergeboren und gestärkt wird. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Zum Sanctus, denn im Kirchengesangbuch Nummer 105. Nummer 105. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie bei dir. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir Vater immer und überall zu danken, diesen Tag aber aufs Höchste zu feiern, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Denn er ist das wahre Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Durch seinen Tod hat er unseren Tod vernichtet und durch seine Auferstehung das Leben neu geschaffen. Darum jubelt heute der ganze Erdkreis in österlicher Freude. Darum preisen dich die himmlischen Mächte und die Chöre der Engel und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig bist du, großer Gott, heiliger Gott Sebaoth. Zeugen deiner Herrlichkeit, Himmel sind und Erde. Lob und Preis durch alle Zeit, dir, o höchster Werte, der da kommt von dem Thron, er sei hochgepriesen.
Gnädig sei dem Gottessohn, Ehr und Dank erwiesen. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche das Hochfest der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn, der zu deiner Rechten erhöht ist, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Dein Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er macht uns auch immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen, mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit unseren Kirchenpatronen Petrus und Paulus, mit der heiligen Maria Magdalena, mit dem heiligen Johannes, dem Evangelist, und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Felix und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zum Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. So wollen wir voll Vertrauen beten mit den Worten, die der Herr uns beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Sie daheim können sich jetzt den Friedensgruß geben innerhalb der Familie und wir werden uns das einfach mit einem freundlichen Blick machen. Lamm Gottes, uns den Wegbeten werde, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst den Wegbeten werde, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst den Vergessen der Welt, gib uns deinen Frieden. Sie daheim sind eingeladen, jetzt dann die geistige Kommunion zu machen. Es wird dann ein entsprechendes Gebet auch vorgelesen. Seht, der auferstandene Jesus Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind.
mein Jesus, mein Heiland, mein Erlöser. Ich glaube fest, dass du im allerheiligsten Altarsakrament gegenwärtig bist. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich liebe dich über alles und meine Seele sehnt sich danach, dich in mein Herz aufzunehmen. Da ich dich jetzt nicht in der heiligen Kommunion empfangen kann, bitte ich dich, komm geistig in mein Herz. Komm mit zu mir mit deiner heilig machenden Gnade. Ich will dich umarmen und will mich ganz mit dir vereinen. O Jesus, lass nicht zu, dass ich mich jemals von dir entferne. Amen. Unser Osterlamm ist geopfert, Christus der Herr, Halleluja. Wir sind befreit von Sünde und Schuld, so lasst uns Festmahl halten in Freude, Halleluja. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast deiner Kirche durch die österlichen Geheimnisse neues Leben geschenkt. Bewahre und beschütze uns in deiner Liebe und führe uns zur Herrlichkeit der Auferstehung. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Wir singen ein österreichisches Lied noch bei der Nummer 454. Nummer 454, Halleluja, lasst uns singen. Halleluja, lasst uns singen, denn die Freudenzeit ist da. Hoch in Lüften lasst erklingen, was im dunklen Grab geschah. Jesus hat den Tod bezwungen und uns allen Sieg errungen. Halleluja, Jesus lebt, Jesus lebt, Jesus lebt. Halleluja, Jesus lebt. Halleluja, auferstanden ist die Freude dieser Zeit.
denn aus Leiden, Schmerz und Banden geht vor die Herrlichkeit. Was im Tode scheint verloren, Christus neu geboren. Halleluja, Jesus lebt, Jesus lebt, Jesus lebt. Halleluja, Jesus lebt. Halleluja, kommt ihr Völker, schaut den Hirten, der euch nährt. Ewig grün seine Weiden, ewig seine Treue wert. Nur bei dem ist Heil zu finden, der den Tod hilft überwinden. Halleluja, Jesus lebt, Jesus lebt, Jesus lebt. Halleluja, Jesus lebt. Schön, dass Sie mit uns da verbunden sind und die Heilige Messe mitgefeiert haben. Von ganzem Herzen wünschen wir Ihnen allen ein frohes, gesegnetes Osterfest. Entscheidend ist, wie ich schon gesagt habe, dass es innen im Herz kann Ostern werden. Möge der auferstandene Jesus Christus in ihnen und durch sie leuchten, jeden Tag. Nach dem Schlusssegen und dem Entlassungsruf werden wir noch die Mutter Gottes grüßen mit dem österlichen Regina Zöli. Das finden wir da innen bei der Nummer 752 auf der rechten Seite unter dem Punkt 1. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. An diesem Tag, der geheiligt ist durch die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus, segne euch der gütige Gott und bewahre euch vor der Finsternis der Sünde. Amen. In Christus haben wir Anteil am ewigen Leben, in ihm führe euch Gott zur unvergänglichen Herrlichkeit. Amen. Unser Erlöser hat uns durch die Tage seines Leidens zur österlichen Freude geführt. Er geleitet euch alle Tage des Lebens bis zu jener Osterfreude, die niemals endet. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht in Frieden, Halleluja, Halleluja. Dank sei Gott dem Herrn, Halleluja, Halleluja. Regina Celi, letare, Halleluja. Quia veneruis in portare, Alleluia. Resurrexit secur dixit, Alleluia. Ora pro nobis Deum, Alleluia. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.